Danach ich war Shaolin-Kloster vor 5 Jahren, viele Shaolin-Kung-Fu. Ich denke, ich bin der Beste. Ja, besser als meine Heimat, die Tai Chi. Danach ich bin zurück, ich sage, komm mal, wir kämpfen. Aber ich verloren. Ja, warum? Das ist unmöglich. Tai Chi ist so langsam, ich bin so schnell, so stark, ich bin verloren. Das ist unmöglich. Danach, ich wirklich beginne, die Tai Chi zu suchen, warum kann ich gewinnen. Sehr, sehr interessant. Dann ist der Moment wirklich Tai Chi beginnen. Meister Cheng, ich möchte dich heute gerne ein bisschen nach deinem Weg fragen, den du in der Kampfkunst in deinem Leben genommen hast. Wie bist du zur Kampfkunst gekommen, als du ein junger Mann warst? Ich bin der Kinderseite, ja, ganz kleiner. Ich habe gesehen, meine Dorf, meine Familie, alle Leute machen Kampfkunst. Wenn die Leute Pause, alles Bauern, ja, in der Dorf, nicht in der Stadt, alles in der Dorf gearbeitet, alle nachgearbeitet, die Leute Pause, die Leute machen ein bisschen Training, ja, nicht die normalen Leute Training, ja, die Leute Training, ja, wie Kung Fu, danach auch ein bisschen üben, die Form, oder ein paar Leute ein bisschen kämpfen. Oh, ich gesehen, das ist sehr interessant. Danach, ich bin ein bisschen groß, keine Ahnung, vielleicht 3 Jahre oder 2 Jahre beginnen, ich kann mich erinnern. Die Opa, Oma oder Papa, Mama sagen, alle Kinder müssen kämpfen. In Deutschland, alle Familien verboten kämpfen, aber wir müssen kämpfen. Ja, das ist ganz, ganz klein. Danach, Erinnerung, Beginn, 5 Jahre. Ich besuche meinen Onkel, ja, in der chinesischen Neujahr, in Deutschland, die Neujahr oder Weihnachten, mit der Familienbesuch. Ja, ich besuche meinen Onkel oder andere Familie. Erst nicht essen, erst müssen kämpfen mit den anderen Kindern. Die Onkel, die Kinder müssen kämpfen. Ohne kämpfen, ohne Essen. Bisschen Blut, bisschen kaputt, ist es okay. Aber müssen kämpfen. Ohne kämpfen, Entschuldigung, Kinder können essen. Das erinnert uns sehr, sehr gut um meine Kinderzeit. Und wann bist du dann zum Tai Chi Chuan gekommen? Meine Heimat ist die Tai Chi Heimat. Ja, ganz nah vor dem Gelbe-Fluss. Ganz nah. Wow, das ist 2 Kilometer. Aber gegenüber, ja, es ist Süden vor dem Gelbe-Fluss, ist Shaolin-Kloster. Ja, natürlich, ja, viele Leute auch machen Shaolin Kung Fu. Ja, meine Heimat, die Leute machen Tai Chi ist Haupt, aber trotzdem viele Leute auch Training Shaolin Kung Fu. Ja, lustig. Genau, ich in meiner Kinderzeit, ich liebe Shaolin Kung Fu, Akrobatik. Ja, ich denke, das ist sehr schön. Aber ich müsste Tai Chi machen, weil meine Opa, Großopa, alle Leute machen Tai Chi. Meine Familie, Cheng-Familie, alle machen Tai Chi. Die Leute, nein, du musst Tai Chi machen. Ich sage, okay, ich mache Tai Chi nur für Opa. Aber ich mag ihn nicht. Aber ich liebe Shaolin Kung Fu. Ja, danach, das ist nicht der offizielle Beginn. Ja, ich habe die Form gemacht, aber ich mag nicht. Danach ich war Shaolin-Kloster vor 5 Jahren, viele Shaolin Kung Fu, sehr gut gelernt, kann machen sehr gute Akrobatik, kann sehr schnell, ja, stark schlagen. Ich denke, ich bin der Beste. Ja, besser als meine Heimat, die Tai Chi, die Mensch oder Leute. Danach ich bin zurück, ich sage, komm mal, wir kämpfen. Aber ich verloren. Ja, warum? Das ist unmöglich. Tai Chi ist so langsam. Ich bin so schnell, so stark, ich bin verloren, das ist unmöglich. Danach, ich wirklich beginne, die Tai Chi zu suchen, warum kann ich gewinnen. Sehr, sehr interessant. Dann ist der Moment wirklich Tai Chi beginnen. Ja, 15 Jahre alt, wirklich beginnen. Aber früher auch, habe nur Form gelernt.
nicht verstehen die Qi, nicht verstehen die Philosophie, nicht verstehen die für die Gesundheit, ja, für die junge Zeit lieber nur kämpfen, ja, auch ein bisschen zeigen, oh, guck mal, ich kann machen Akrobatik. Das ist natürlich. Wie alt warst du, als du zum Shaolin-Kloster gegangen bist? Im Shaolin-Kloster, ich bin ganze Kinderzeit auch bei Shaolin-Kloster, 10 Jahre alt. Ja, ein paar Jahre, aber nur für Kung Fu lernen. Danach ich auch bei Shaolin-Kloster auch noch 3 Jahre, 15 bis 18 ist offiziell. Ganz offiziell lernen, Philosophie, Meditation, Medizin, auch Akupunktur, auch bei Shaolin. Aber früher ich auch bei Shaolin, Kinderzeit, ich liebe immer bei Shaolin, aber nur für den Kung Fu gelernt. Ja, zusammen 10 bis 18 Jahre bei Shaolin-Kloster, aber die offiziell nur 3 Jahre ganz intensiv. Ja. Du konntest bei deinem Vater kein Tai Chi Chuan lernen. Warum war das so? Mein Vater, die junge Zeit, ja, nur bis die 5. Klasse oder 4. Klasse. 4. Klasse, ja. Diesen Moment, die Mahlzeit. Die Leute haben verboten zu lernen, also Fach. Nur lernen Mahlbuch. Auch nicht in der Schule gehen, keine Zeit zur Schule gehen, immer machen Problems. Ja, auch nicht arbeiten. Auch verboten, Kung Fu, alles verboten. Meine Mama nur bis 2. Klasse oder 3. Klasse. Aber nicht wirklich gelernt. Kann nicht lesen. Mama kann nicht lesen. Aber jetzt, sie kann ein bisschen lesen, aber nicht wie Kindergarten. Ja. Mein Papa kann lesen, aber im Moment verboten zu lernen Kung Fu oder Tai Chi. Aber er hatte auch keine Lust. Er hatte auch keine Lust. Ja, aber meine Mama, die Familie, ist auch eine Kung Fu-Familie. Ja, es ist Yang, not the Yang Tai Chi, ist Yang Kung Fu. Sehr, sehr bekannt. Yang Jiajiang, die Yang-Familie, haben schon auch 500 Jahre oder 600 Jahre. Die Familie haben alle Kung Fu gelernt. Yang Kung Fu, nicht Tai Chi, Yang Kung Fu gelernt. Dann meine Mama hatte Blut, aber Kung Fu Blut. Meine Mama hatte Kagete auch wie Kung Fu. Aber sie kam zu uns, Cheng-Familie, sie müssen lernen Tai Chi später. Sie mag Tai Chi. Jetzt sie auch Training Tai Chi jeden Tag. Ja, 3-4 Stunden jeden Tag. Jetzt über 80 Jahre alt, trotzdem jeden Tag Training Tai Chi. Du bist die 20. Generation bei dir im Tai Chi Chuan. Das heißt, wie alt ist das Tai Chi? Wie lange gibt es das schon? Gibt es schon fast 500 Jahre. Ja, von Ming-Dynastie, Ende der Ming-Dynastie. Bis jetzt haben wir 500 Jahre. Vor Chen Tai Chi, die Leute, bis jetzt ist es 20 Generationen von meiner Art. Ja, jetzt auch 21, auch viele Leute haben Enkelkinder, ja, auch 20 Generationen, aber die Leute haben nicht keine Master. Bis Master, ja, die Leute bis nur 20 Generationen. Ja, die 21 Generationen, jetzt die Leute sind nur Trainer, keine Master. Ja. Du hast deine ersten Lehren von deinem Großvater empfangen? Großvater. Ja. Urvater. Und wie hast du dich anschließend weitergebildet? Bist du zu anderen Meistern gereist, um dich weiterzubilden? Weil, wenn du Leute von deiner Opa oder Großopa, wie beispielsweise meine Kinder bei mir gelernt, keine Angst vor mich, keine Angst. Ja, ich auch. Ich weiß, ich trainiere manchmal ein bisschen vor, ich bin Kinderzeit. Der große Opa mit dem Stock mir geschlagen, aber ich weiß, ich kann ihn wirklich schlagen. Ich habe keine Angst. Natürlich tut es weh, aber ich sicher, ich weiß, die große Opa liebt mich. Ich kann mich ja wirklich geschlagen. Darum manchmal zuvor. Danach die Opa schicke zu Ademaster.
Na, andere Master wirklich schlagen. Aber auch wirklich Liebe, aber von der Seele, ich sehe auch, das ist nicht in meiner Familie. Ich muss lernen, geschlagen bei der Chin-Familie auch. Ja, ich muss auch arbeiten da, ja, wie eine Ball arbeiten, sehr Respekt, arbeiten und Kung Fu üben. Die 3 Sachen, auch lernen die Theorie, Philosophie von Gesundheit. Aber bei der UPA, bei der großen UPA alles Arzt, Chinese Medicine, Arzt. Aber ich habe nicht wirklich gelernt, weil ich denke, egal, nicht so gefährlich, weißt du, nicht gefährlich. Aber bei der anderen Master, du musst, ja, auch ich habe keine Chance, weil ich wohne da, schlafen da, essen. Ja, du hast nicht geschafft, du kannst essen, du kannst nicht schlafen. Auch lernen Respekt. Ja, beginne, ich denke, oh, meine Opa, große Opa nicht liebe mich. Ja, ist ja auch ein bisschen böse, ja, ein bisschen wütend. Danach auch, das ist große Liebe. Jetzt, natürlich, das werde ich verstärken, das ist eine große Liebe. Darum die Master auch ist ein Freund von meiner großen Opa oder Opa. Welcher Meister war das? Wie heißt der? Auch ich habe viele große Meister gelernt. Die Leute in meiner Heimat sehr, sehr bekannt, sehr gut, aber nicht so bekannt in der ganzen Welt.像Chen Xiaowang, Chen Zhenglei, Zhu Tianzai, Wang Xian, die 4, sehr, sehr, sehr bekannt von der ganzen Welt. Aber die 2 auch in unserer Heimat, alle Leute wissen, Chen Zhenglei und Chen Dewang, für ihn ist auch sehr, sehr, sehr gut. Auch die beiden auch danach, ich bin bekannt, ich habe viel Geld, ich habe auch einladen Chen Dewang, Chen Zhenglei bei meiner zu Hause mir privat gelernt, private Training. Ja, aber nur schade, die beiden, die taught so viel, die taught ein bisschen so viel. Aber die beiden haben sehr, sehr gute Tugend. Ich habe viele Theorie, viele ganz special Sachen bei die beiden gelernt. Nur die Großmaster, die 4, Chen Zhenglei, Chen Xiaowang, Wang Xian, Zhu Tianzai, die 4 Großmaster für auch mit die 2 zusammen getrainiert. Chen Dewang ist groß Buddha, Kung Fu Buddha, der Tai Chi Buddha von der 4. Die 4 sehr, sehr Respekt vor Chen Dewang, sagen, oh, das ist unser großer Buddha. Auch in Xinjiang, die Leute wissen, Chen Dewang ist sehr, sehr gut. Er hatte keine geheiratet, ohne Familie, ohne Kinder, ohne Frau. Nur Kung Fu, nur jeden Tag üben. Weil ich habe keine Lust vor anderen Sachen, nur sehr interessante vor Tai Chi. Ja, darum danach, ich erlade die Master Chen Dewang bei mir. Ja, ich helfe ihm für alles. Ja, ich habe keine Familie. Ich bin wie eine Familie. Chen Zhenglei ist auch gut, sehr, sehr gut. Nur ein bisschen nur tot ein bisschen viel. Das ist sehr, sehr schade. Dann jetzt noch zum letzten Thema. Wie ist es gekommen, dass du nach Deutschland gekommen bist und als erster Chinese den Chen-Stil nach Deutschland gebracht hast? Für die Chen-Stil nur für Chen-Familie. Yang Tai Chi für alle. Weil Yang bei uns gelernt, aber nicht erlaubt zu unterschiedlichen Chen Tai Chi. Danach Yang Luchan hat Form getauscht. Wir machen langsam, ein bisschen hoch, nicht so schwer. Ja, das ist kein original Chen-Stil. Das ist erlaubt. Alle Leute gelernt. Aber für nur für Chen-Familie, in der Dorf. 1980 offiziell China alles geöffnet. Offiziell geöffnet für alle. Ja, danach, wir beginnen machen 1990, wir beginnen machen eine internationale Wettkampf vor ganzer Welt. Viele Länder kommen zu uns zu gucken, oh, was ist Tai Chi? Ja, Chen-Stil, öffentlich für alle. Wir haben auch
kämpfen, Form auch zeigen. Ja, im Moment, ich habe sehr gute in der Wettkämpfe gemacht, sehr gut. Auch ich kann sprechen ein bisschen Englisch, weil die Dorfleute haben nicht weniger, fast gar nichts, niemand kann sprechen Englisch. Ja, bei meinem Dorf, aber ich kann sprechen ein bisschen Englisch. Auch meine Form ist schön, gut. Ja, ich auch lieber mit den Leuten austauschen. Ja, viele Deutsch mit mir ja, kennengelernt. Jedes Jahr fliegen nach China. Von 1990, jedes Jahr fliegen nach China, bei mir gelernt. Natürlich von Japan, Malaysia, Singapur, Frankreich, England, USA auch. Aber viele Deutsche. Aber zu teuer für die deutschen Leute. Jedes Jahr fliegen nach China. Hotel, Flugticket, NZ. Ja, die Berlin oder Munich, viele Leute sagen, okay, wir zusammen zahlen Masterchen nach Deutschland. Das ist einfacher für uns. Wir zahlen so viel Geld. Ja, auch, wir können lernen jeden Tag. Ja, sehr nah für uns. Ja, die Leute haben mir gefragt, ich sage, natürlich, kein Problem, gerne. Ja, danach ich vor 1994, ab 1994, ich fliege nach Deutschland jeden Jahr 3 Monate. Das ist erlaubt nur für 3 Monate für Visum, aber ich kam nach Deutschland, aber in 2 Jahren oder 3 Jahren, ja 2 Jahre, erste Jahr, 2 Jahre fast niemand versteht, was das ist. Keine Yang Tai Chi, keine Qigong, keine Tai Chi. Warum langsam? Ja, ganz langsam. Ja, ohne Kraft. Ja, locker lassen. Aber Tai Chi manchmal langsam, manchmal schnell. Ja, manchmal locker, manchmal sehr stark. Kraft wie Kung Fu. Die Leute sagen, oh, nicht wie Kraft. Kraft, schneller. Yang Tai Chi sehr langsam. Was ist das? Zwischen Kraft und Yang Stil. Die Leute nicht mehr verstehen. Ich habe überall in Deutschland die Show Bremen, Frankfurt oder die Hamburg, Berlin, München, ja, die große Stadt, viele Schulen, aber niemand wirklich verstehen. Ich habe keine Schule. Ja, viele Leute nicht verstehen mich. Nur ein paar Leute bei uns gelernt, ja, die Leute, warum die Leute zahlen meine Flugticket, Hotel, Eisen, alles. Aber für wirklich Schule, in den 2, 3 Jahren fast niemand. Ja, aber danach, ich zeige, was Tai Chi, müsste Yin und Yang, nicht nur langsam, nicht nur locker lassen, ja, nicht nur entspannen, ja. Auch manchmal brauche ich schneller, manchmal brauche ich stark. Manchmal du kannst ein bisschen ruhig, manchmal ein bisschen Bewegung. Ja, wir leben, ja, nicht nur sitzen, ja, auch nicht nur laufen, immer Yin und Yang. Alles klar, nicht nur essen, manchmal müssen wir toll dagegen. Ja, darum die Leute verstehen die Tai Chi, die Philosophie, ja, von der Tai Chi Logos, oh, ja, schwarz, weiß, Yin und Yang. Ich sage, das ist official Tai Chi, original Tai Chi. Original Tai Chi leben wie das. Auch ich zeige die Leute über die wirklich Tai Chi Anwendung. Ja, nicht wie andere Kung Fu immer Qi zu hoch, immer gegen. Tai Chi auch folgen, nie gegen. Ja, oh, die Leute verstehen, wow, das ist wirklich Tai Chi, das ist original Tai Chi, so schön, so gut. Da haben viele Leute gelernt. Jetzt, ihr guckt das Internet, ganz Deutschland, die große Stadt. Jede Stadt haben über 10, 20 Chinste, die Schule. Ja, in Deutschland, natürlich in der ganzen Welt auch. Ja, es ist jetzt sehr, sehr schön. Gucke die große Stadt. Ich freue mich, aber nur bei uns, das sagt sie halt, ja, vor 10 Jahren, ich gucke weniger machen, Chinste. Danach, ich sage, okay, ich komme nach, sage sie halt, ja, machen Chinste. Jetzt, das sage sie halt, ich auch. Machen viele Leute bei mir gelernt. Du weißt, Magdeburg auch, wenige Worte, Haberstadt, Quedlinburg, Halle, Blankenburg, auch Badenstadt, ja, Burg, ja, viele
die Sackesicherheit jetzt auch viele Chen-Stil. Ja, das wäre dann auch unser Thema für das nächste Video. Im nächsten Video werden wir ein bisschen über die Philosophie des Chen-Stils reden, auch im Vergleich vielleicht mit anderen Stilen und darüber, dass man den Chen-Stil auch wirklich im Kampf anwenden kann. Ja, das kommt dann beim nächsten Mal. Okay. Gut. Danke.